So, Daniel, setz dich und mach es dir gemütlich. Hier ist dein Tee, ganz frisch gemacht. Danke, Laura. Nimmt einen Schluck. Der ist perfekt. Hast du Honig reingetan? Ja, und ein bisschen Zucker. Ich weiß doch, wie du deinen Tee magst. Danke. Dein Wohnzimmer sieht übrigens toll aus. Die Lichterkette am Fenster macht so ein warmes Licht, richtig gemütlich. Danke. Ich habe am Wochenende viel dekoriert. Das Sofa sieht jetzt auch viel besser aus, oder? Absolut. Also erzähl mal, wie war dein Weihnachten? Ich bin echt neugierig. Mein Weihnachten? Naja, es war eigentlich sehr ruhig. Ich bin nicht verreist, sondern einfach zu Hause geblieben. Wirklich? Ganz allein zu Hause? Das klingt ja fast zu ruhig. Nein, es war herrlich. Ich habe viel geschlafen. Am 24. bin ich erst um 10 Uhr aufgewacht. Kannst du dir das vorstellen? 10 Uhr? Wahnsinn! Ich bin an dem Tag schon um 6 Uhr aufgestanden. Oh Mann, so früh. Warum denn das? Naja, ich bin zu meinen Eltern gefahren und die Fahrt hat ewig gedauert. Wie lange bist du denn gefahren? Ich bin insgesamt 5 Stunden gefahren. Es hat so viel Verkehr auf der Autobahn gegeben. Es war wie ein Parkplatz. 5 Stunden? Da bist du bestimmt total müde gewesen, als du angekommen bist. Oh ja, ich war fertig. Aber ich habe im Auto laut Musik gehört und Spaß gehabt. Und als ich da war, war alles vergessen. Wer war denn alles bei deinen Eltern? Die ganze Familie? Ja, alle waren da. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und natürlich meine Oma. Eine große Runde. Und habt ihr auch traditionell zusammen gegessen? Und wie? Meine Mutter hat einen riesigen Truthahn gekocht. Einen Truthahn? Hat er gut geschmeckt? Er war fantastisch. Wir haben dazu Kartoffelpüree und Rotkohl gehabt. Ich habe so viel gegessen, dass ich danach fast geplatzt bin. Und du? Was gab es bei dir? Ich hab's einfach gemacht. Ich habe mir ein Hähnchen im Ofen gebraten mit viel Rosmarin. Selbst gemacht? Respekt. Und gab es auch einen Nachtisch? Klar, ich habe einen Schokoladenkuchen gegessen. Ein Weihnachten ohne Schokolade geht gar nicht. Und bei dir? Ich habe den Apfelkuchen von meiner Oma gegessen. Sie hat ihn extra für uns gebacken. Er war noch warm. Oh Gott, jetzt bekomme ich Hunger. Aber sag mal, gab es auch Geschenke? Ja, ich habe ein wunderschönes Buch bekommen. Ein Fotobuch über Island. Wow, Island. Das ist ja dein Traumland. Hast du schon reingeschaut? Ja, ich habe gestern Abend alle Bilder angeschaut. Ich habe mich so gefreut. Und du? Hat dein Bruder dir wieder Socken geschenkt? Nein, diesmal nicht. Er hat mir einen blauen Pullover geschenkt. Schau mal, ich habe ihn gleich angezogen. Er ist so weich. Die Farbe steht dir echt gut. Ich habe übrigens auch etwas verschenkt. Meinem Vater habe ich eine neue Uhr gekauft. Und? Hat er sie gleich getragen? Ja, er hat sie sofort an sein Handgelenk gemacht und den ganzen Abend gelächelt. Das war so schön zu sehen. Habt ihr danach noch etwas gemacht? Spiele gespielt? Ja, wir haben Karten gespielt. Und ich sage dir, meine Oma hat uns alle abgezogen. Sie hat fast jede Runde gewonnen. Deine Oma? Wahnsinn. Also ist sie ein echter Profi. Ja, wir haben so viel gelacht. Und was hast du am Abend gemacht? Ich habe es mir auf dem Sofa bequem gemacht und Kevin allein zu Hause gesehen. Oh, den habe ich auch gesehen.
Der Klassiker. Der ist immer wieder lustig. Ja, ich habe so laut gelacht, dass mein Nachbar bestimmt gedacht hat, ich bin verrückt. Hast du denn wenigstens jemanden angerufen? Ja, ich habe meinen besten Freund angerufen. Wir haben bestimmt 1 Stunde gesprochen und über alte Zeiten gelacht. Schön. Ich habe auch viele Nachrichten von meiner Tante bekommen und allen direkt zurückgeschrieben. Das gehört irgendwie dazu. War es bei euch eigentlich auch so kalt? Oh ja, es war eisig. Wir haben sogar Schnee gesehen. Echt? Schnee? Ich habe hier in der Stadt leider keinen einzigen Zentimeter Schnee gesehen. Bei meinen Eltern lag ein bisschen. Wir sind am Nachmittag 1 Stunde spazieren gegangen und danach haben wir drinnen Kaffee getrunken. Das hat richtig gut getan. Das glaube ich. Ich habe zu Hause auch Kaffee gemacht und ein Stück Kuchen dazu gegessen. Ganz entspannt. Hast du eigentlich Fotos gemacht? Du fotografierst doch so gern. Ja, ein paar. Ich habe sogar ein Foto von meinem Pfannkuchenfrühstück gemacht und es auf Instagram gepostet. Typisch Daniel. Ich habe ein Foto mit meiner Oma gemacht. Ich habe es meiner Freundin geschickt und sie hat nur geschrieben, wie süß. Gab es denn einen ganz besonderen Moment für dich? Ja, als mein kleiner Cousin sein Geschenk geöffnet hat und so laut gelacht hat. Das war purer Spaß. Und bei dir? Mein Highlight war das lange Telefonat mit meinem alten Freund. Wir haben uns an so viele Sachen erinnert. Ja, die Zeit ist das Wichtigste. Ich fand die Zeit mit meiner Familie am besten. Und sag mal, musstest du danach viel aufräumen? Oh Gott, frag nicht. Ich habe das ganze Geschenkpapier weggeworfen und die Küche geputzt. Es war echt viel Arbeit. Oh Mann, ich habe zum Glück wenig aufgeräumt. Ich habe nur meine Tasse gespült und fertig. Du hast es gut, aber ich habe meiner Oma beim Abwasch geholfen. Das war okay. Wir haben dabei weitergequatscht. Und jetzt? Denkst du schon an Neujahrspläne für 2026? Ja, ich habe schon eine Liste mit Plänen geschrieben. Und du? Ich habe noch keinen festen Plan, aber ich habe überlegt, ans Meer oder in die Berge zu reisen. Mal sehen. Das klingt super. Komm, lass uns kurz üben. Sag mir einen Satz im Perfekt mit haben. Ich habe einen weichen Pullover bekommen. Perfekt. Und jetzt einen mit sein. Ich bin zu Hause geblieben. Sehr gut. Du hast es drauf. Danke, Laura. Es war echt schön, heute mit dir zu quatschen. Es war richtig gemütlich. Finde ich auch. Wir haben heute echt viele Verben benutzt. Gegessen, gefahren, gelacht. Genau. Und jetzt haben wir noch eine Frage an unsere Zuschauer. Schreibt uns mal, was habt ihr an Weihnachten gegessen? Schreibt euren Satz im Perfekt in die Kommentare. Zum Beispiel, ich habe Pizza gegessen. Wir freuen uns auf eure Antworten. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen. Tschüss.